Wir schreiben das Jahr 2021. Statt unsere eigenen Roboter im Haushalt für uns arbeiten zu lassen, füllen wir einen kleinen gelben Zettel aus, der uns eine Impfung bescheinigt. Analog natürlich. Während im Darknet schon lange Fälschungen der Impfpässe lauern, diskutiert unsere Regierung die nächste Überwachungsmaßnahme. Und dann lese ich diesen Artikel hier. Bundestagswahl 2021. Bürger sehen höchste Digitalkompetenz bei CDU und CSU. Sorry, aber das kann ich so nicht stehen lassen. Normalerweise sind meine Videos etwas neutraler, aber irgendjemand muss es mal deutlich machen. Deutschland ist ein digitales Schlusslicht. In sehr vielen Bereichen, außer einem wirklich, und zwar Überwachung. Ich will hier nicht die CDU-CSU diffamieren, sondern euch zeigen, dass wir hier Fachleute brauchen. Menschen, die sich mit einem Thema auskennen. Denn das Internet hat man selbst nach einem kompletten Studium noch nicht verstanden. Und wie soll dann Dorothee Bär, studierte Politologin, nicht Informatikerin, alleine das ganze Kabinett überzeugen, dass sich da was tun soll? Und vielleicht noch ganz kurz, ich sage hier ausdrücklich nicht, dass andere Parteien besser sind. Die Union war nur seit 16 Jahren stärkste Kraft in der Regierung und konnte seit dort mehr oder weniger alles bestimmen. Das heißt, seit 2005. Zum Vergleich, das erste iPhone kam 2007 auf den Markt. Davor gab es quasi kein mobiles Internet. Und in diesen 16 Jahren könnte Digitalisierung passiert sein. Könnte. Und auch noch ganz kurz bevor wir starten, was ich hier in bzw. unter diesem Video in den Kommentaren nicht erlaube, sind Argumente wie: der ist ein Mann, die ist eine Frau, die kennt sich damit aus. Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Religion, whatever, sagt rein gar nichts über die Fachkompetenz einer Person aus. Was etwas aussagt, ist Ausbildung. Und hier kommen wir ganz kurz zu mir, weil ich auch gelegentlich mal lese, dass jemand meine Qualifikation anzweifelt. Ich habe allgemeine Informatik und IT-Sicherheit im Master studiert und natürlich abgeschlossen. Ich bin YouTuber, da das aber für manche offensichtlich keine Arbeit ist. Ich bin ebenfalls freiberuflicher Dozent für Informatik bzw. für Blockchain-Technologien. Darüber hinaus schule ich Mitarbeiter in Unternehmen im Bereich Programmierung und IT-Security und manchmal auch Machine Learning. Und übrigens, Quellen, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, findet ihr alle in der Beschreibung. Und ja, jetzt, da wir das geklärt haben, lasst uns anfangen. Lasst uns nochmal ein paar Jahre zurückgehen. Ins Jahr 1949, also weit bevor die CDU-CSU, wie sie heute ist, an der Macht war. Hier erscheint ein meiner Meinung nach immer noch wegweisender Roman von George Orwell. 1984. Vielleicht schon mal gehört. Warum ich euch das erzähle? Es geht darin um Überwachung. Orwell beschreibt einen Staat, der von einem Big Brother angeführt wird. Er regiert totalitär und diktatorisch. Das Volk muss sich perfekt an alle Gesetze von Big Brother halten. Das Volk ist gegliedert in 3 Bereiche: das normale Volk, Proles genannt, die äußere Partei und die innere Partei. Je näher man Big Brother steht, also je tiefer drinnen man ist, desto mehr Privilegien hat man. Dazu gibt es eine Gedankenpolizei, die sogenannte Gedankenverbrechen verfolgt. Das sind Verbrechen, die noch nicht ausgeübt wurden, sondern nur eine Tendenz zeigen, etwa Ungehorsam oder Wut gegenüber einer Person. Die Proles werden überwacht mit nicht abschaltbaren Teleschirmen. Er kannte damals noch nichts anderes, also das ist quasi seine Analogie dafür. Diese nehmen alles auf, sowohl in Ton als auch in Bild, und es wird von der Gedankenpolizei dann ausgewertet. Denkt nochmal ganz kurz dran, dass das Ding 1949 rauskam, okay? On top gibt es bei Orwell ganze Propagandaministerien. Die englische Sprache wurde durch Neusprech ersetzt und hier wurden zum Beispiel dann problematische Begriffe einfach quasi ersetzt. Also sowas wie Haft- und Folterlager heißen jetzt bei Orwell Lustlager in Neusprech. Wenn nun jemand also gegen irgendetwas verstößt, das Big Brother verlangt, also was er zum Beispiel verlangt, Hass gegenüber politischen Gegnern, dann wird diese Person, die dagegen verstößt, eine sogenannte Unperson. Das heißt, alles über diese Person wird vernichtet. Also Fotos, Bilder, Erinnerungen werden einfach schlichtweg verboten. Ja? Das heißt, quasi die Fotos werden alle verbrannt und die Erinnerungen müssen gelöscht werden. Man darf daran nicht mehr denken und die Person selbst wird natürlich getötet. Gut, was hat das jetzt mit uns zu tun? Sind wir wirklich schon so weit mit der Überwachung? Nein, natürlich nicht. Also sonst hätte ich jetzt ja offensichtlich gerade ein Problem und würde aus euren Gehirnen entfernt werden. Soweit sind wir logischerweise nicht. Aber wir müssen genau deswegen daran arbeiten, dass Gedanken immer frei bleiben dürfen.
Es gibt ein berühmtes Zitat von dem Philosophen Voltaire: Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst. Und das ist tatsächlich immer noch eins meiner Lieblingszitate, denn es zeigt einfach, wie wichtig Meinungsfreiheit ist. Denn ohne Meinungsfreiheit können wir keinen politischen oder generell keine Diskussion führen, wenn man einfach sich selbst zensiert oder zensiert wird. Denn ja, sobald wir zensiert werden oder auch nur wegen der Angst vor Diffamierung uns auch selbst zensieren lassen, dann leben wir in Zwang. Und um noch eine schlaue Person zu zitieren: Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. Das war von Benjamin Franklin. Und er hat definitiv recht. Doch lasst uns endlich wieder auf die Union zurückkommen. Sorry, wenn ich mir heute etwas Zeit nehme, aber das Thema ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Lasst uns noch mal ganz kurz schauen, wie die Gedankenpolizei das Volk überwacht. Teleschirme, Geräte mit Mikrofon und Kamera, die sich nicht abschalten lassen. Kommt das irgendjemandem bekannt vor vielleicht? Oh, nein, ihr habt das etwa in der Hosentasche. Was für eine Überraschung. Aber gut, das ist ja immerhin nicht staatlich. Sind ja nur Daten, die ein perfektes Profil von euch bei eurem Anbieter des Vertrauens anlegen. Und die sind für den Staat ja nicht zugänglich. Ja. Genau das wäre eigentlich wünschenswert. Also ich meine, es ist schon schlimm genug, wenn Google perfekt weiß, wer ich bin, aber der Staat hat mittlerweile schon ein paar mehr Rechte bekommen. Im Jahr 2019 zum Beispiel wurde täglich mindestens einmal der Staatstrojaner eingesetzt. In über einem Drittel der Fälle wegen Drogenverdacht. Also nicht die harten Drogen wie Tabak und Alkohol, sondern die anderen. Warum das kritisch ist? Mal ganz abgesehen davon, dass es ein Mittel der Überwachung ist, kann jeder Hacker das genauso machen. Denn um den Staatstrojaner einzusetzen, muss man Sicherheitslücken ausnutzen, die auf eurem Smartphone drauf sind. Die eigentlich richtige Aufgabe wäre es, hier die Lücken zu suchen und dann sie zu reparieren, sodass niemand anders das machen kann, also dass es generell niemand machen kann. Doch die Lücken, die Sicherheitslücken, bleiben für den Staatstrojaner offen. Und jeder, inklusive mir, könnte die ausnutzen, alles machen, was der Staatstrojaner im Zweifelsfall macht. Doch das ist eine ganz andere Geschichte. Fakt ist, der Staatstrojaner muss weg. Das sagt quasi jeder Experte seit Jahren, seit das Ding überhaupt beschlossen wurde. Okay, ein Fehler, den kann man vielleicht verzeihen, aber es geht noch weiter. Denn immerhin gibt es ja in Deutschland noch keine verbotenen Gedanken, richtig? Das heißt, selbst mit Überwachungssoftware wird man nur verknackt, wenn man wirklich böse ist. Doch was böse oder illegal ist oder legal ist, das definiert der Staat. Und wie bei Georgies Lektüre ziemlich frei. Hate Speech bzw. Hasssprech, wenn man es übersetzt, heißt das nächste umstrittene Gesetz. Und so müssen nun die Social-Media-Betreiber automatisch Hasskriminalität ans Bundeskriminalamt melden. Darüber habe ich erst vor kurzem berichtet. Darunter fällt dann Hass gegen andere Personen. Also keine Taten in dem Sinn, sondern Äußerungen. Und okay, klar, es gibt Hater. Ich als YouTuber, ich weiß das ziemlich gut, glaubt mir. Und es ist nicht immer einfach, mit diesen Dingen umzugehen, das ist klar. Aber was darunter fällt, sagen wir mal, ist flexibel formuliert. Etwa das Androhen von Straftaten gegen Sachen. Das ist so ein bisschen ganz schwierig. Und diese Sachen, wenn die einen bedeutenden Wert haben, dann ist es plötzlich illegal. Aber wer definiert bedeutend? Im Zweifelsfall der Richter. Aber im Zweifel hat für mich alles einen bedeutenden Wert und damit wird schon die Aussage, möge deine Grafikkarte brennen, zu einer potenziellen Straftat je nach Richter. Zumindest die Grundbausteine sind dafür gelegt worden. Das heißt nicht, dass es jetzt schon so ist, aber es heißt, dass es immer mehr in diese Richtung geht, denn diese Gesetze sind alle sehr, sehr neu. Aber immerhin, man kann sich ja im Internet noch anonym bewegen. Ich nutze ja keine echten Namen auf Social Media, also sowas wie Hans Schubert. Das werden die nie rausfinden. Doch das Ding nennt sich Bestandsdatenauskunft und wurde im Januar dieses Jahr beschlossen. Damit kann man die IP-Adresse, die man von YouTube etc. bekommt, bei Vodafone, Telekom etc. wieder in einen echten Namen auswerten lassen. Dann ist die Hausdurchsuchung eigentlich auch nicht mehr wirklich weit. Besonders spaßig, diesmal waren es keine Experten, die der Regierung davon abgeraten haben, sondern die zum Glück unabhängigen Richter, die das Ganze im Jahr 2005 und im Jahr 2013 als verfassungswidrig erklärt haben. Denn das aktuell gerade ist Anlauf Nummer 3, dass man probiert, das Ganze durchzuboxen. So, und dann gibt es noch zwei weitere Gründe, die bei vielen auf Gehör stoßen. Kinderschänder fangen und Terroristen stoppen.
2009 hat damals Ursula von der Leyen versucht, Websites zu sperren. Sie wollte, nachdem das Gesetz draußen ist, also wenn es quasi ausgeführt wird, die Judikative, also die Gerichte umgehen, die bestimmen, was illegal ist und was legal ist, und das BKA alleine eine geheime Sperrliste verwalten lassen von Webseiten, die einfach gesperrt werden. Das hat ihr damals den Spitznamen Zensursula eingebracht, und heute haben wir genau solche Sperrlisten. Nicht staatlich verwaltet, sondern von privaten Unternehmen. Ein Zusammenschluss von Vodafone, der Telekom und mehr noch, und natürlich Musik- und Unterhaltungsindustrie lässt aktuell gerade Websites einfach sperren. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wieso ist da jetzt die CDU/CSU schuld? Ganz einfach, sie lässt es geschehen. Auch nichts zu tun ist schlimm, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das haben wir spätestens in der Pandemie gesehen. Das untergräbt die Freiheit des Einzelnen, zu sagen und zu schreiben, was er möchte. Wer garantiert uns, dass die dubiose Art und Weise, wie diese Websites gesperrt werden, nicht uns auch trifft? Also immerhin, wir haben ja auf YouTube tatsächlich einige Urheberrechtsverletzungen. Könnten diese Firmen dann nicht genau mit diesem Argument YouTube sperren lassen? Oder weil YouTube vielleicht zu groß ist? Was ist mit sogenannten zensurresistenten Blockchain-Plattformen? Wenn die Website zum Beispiel nicht mehr erreichbar ist, dann stirbt die Plattform relativ schnell, weil sie einfach keine Nutzer hat. Und wo wir gerade bei Urheberrecht sind, erinnert ihr euch noch an Artikel 13, der kurz darauf in Artikel 17 umbenannt wurde? Damals gab es massenhaft Demonstrationen. Wir, das heißt die, die dort demonstriert haben, wurden als Bots bezeichnet von CDU-Politikern wie Sven Schulze. Und nein, liebe CDU, wir vergeben nicht und wir vergessen nicht. Jetzt aktuell sieht es so aus. Artikel 17 ist auf EU-Ebene beschlossen, und das bedeutet für Deutschland, es muss nun eine Möglichkeit finden, wie Plattformen jeden hochgeladenen Inhalt testen sollen, damit der kein Urheberrecht verletzt. Laut Fachleuten sind wir damit alle illegal im Netz. Ich darf keine Artikel mehr zitieren, ich darf keine Reactions mehr machen oder Let's Plays oder irgendwas anderes, wenn ich das Ganze kommerziell betreibe. Sprich, wenn ich auch nur einen Cent auf YouTube verdiene, dann darf ich nicht mal mehr Memes teilen, und das gilt natürlich für euch auch. Und ja, ich stehe hier tatsächlich mit Leuten, die daran arbeiten, in Kontakt. Man weiß in der CDU aktuell nicht, wie man das hinbekommen soll. Denn das Problem ist, Uploadfilter stehen so im Koalitionsvertrag drin. Die darf es gemäß diesem Vertrag nicht geben. Anders lässt sich das Problem leider kaum anpacken. Es ist sehr, sehr schwierig. Es stand sogar mal ganz kurz übrigens zur Debatte, dass Google sich aus der EU zurückzieht. Und das war wahrscheinlich einfach nur Druck machen. Aber was bleibt, ist Folgendes. Man hat Plattformen in die Pflicht genommen, dafür zu sorgen, dass nicht jeder Inhalt bei ihnen landen darf. Also, dass sie filtern müssen. Und das führt zu einem Wettbewerbsmangel. Denn ganz ehrlich, sobald man eine Website in Deutschland entwickeln möchte, muss man so viele, so harte Auflagen erfüllen, die kann kaum noch jemand erreichen, der eine Social-Media-Plattform zum Beispiel errichten möchte. Also auch eine immense Einschränkung eigentlich für mich, wenn ich eine Plattform erschaffen möchte, weil es einfach so viele rechtliche Hürden gibt. Der zweite große Punkt ist ja Terrorschutz gewesen, und hier kommt man immer wieder auf Horst Seehofer aus der CSU zurück. Er möchte immer wieder dafür sorgen, dass Verschlüsselung verboten wird. Und das bedeutet, er möchte pauschal alle Bewohner dieses Landes überwachen, egal ob potenziell straftätig oder einfach nur meine Oma, ja, die definitiv nichts tun würde. Es gab dafür verschiedene Ansätze, und zwar sowas wie Verschlüsselung einfach komplett verbieten, damit niemand mehr verschlüsseln darf. Provider dazu zwingen, Sachen zu entschlüsseln, also alle Nachrichten zu entschlüsseln für die Polizei. Das bedeutet, Telegram, WhatsApp etc. müssten quasi für die Polizei alles entschlüsseln. Das können sie allerdings gar nicht. Und jetzt aktuell stand dann mal zur Debatte, alle Chats einfach für die Polizei mit verschlüsseln zu lassen. Das heißt, ihr seid quasi permanent in einem Gruppenchat mit der Polizei. Da ist Deutschland aber nicht unbedingt alleine, auch in der EU wird sehr fleißig mitdiskutiert. Der neueste Ansatz ist übrigens wieder mal von Frau von der Leyen, die gerne alle E-Mails mitlesen möchte. Denn darüber könnte ja verbotenes Material verschickt werden, via E-Mail, mit einem maximalen Anhang von 25 Megabyte. Im Jahr 2021. Aber ja, Digitalkompetenz, ihr seht schon. Ich muss euch, glaube ich, nicht sagen, dass Verschlüsselung auch ein
extrem wichtiger oder wichtiges Konzept ist gegen Hacker. Das ist eigentlich so das wichtigste Konzept überhaupt gegen Hacker. Und ich muss euch, glaube ich, auch nicht unbedingt sagen, dass wenn WhatsApp nicht mehr verschlüsselt ist, ich ganz einfach selbst meinen Text verschlüsseln könnte und damit immer noch jeglichen Drogendealern im ganzen Land schreiben könnte, ohne dass es jemand lesen kann. Das heißt, die Leute, die eigentlich überwacht werden müssten, die werden nicht überwacht. Es werden alle anderen überwacht. Gerade vergangene Woche wurde übrigens das TEREC-Gesetz beschlossen, eine Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Inhalte im Internet. Das heißt, übersetzt jetzt ein bisschen und sehr stark natürlich zusammengefasst, das heißt, Plattformen sind dazu gezwungen, schneller und zuverlässiger terroristische Inhalte zu löschen. Und wie macht man das? Optimal guckt sich jedes Video irgendjemand an. Das ist ähnlich bescheuert und unmöglich wie bei Artikel 17 also. Auf YouTube werden mehrere Stunden Material pro Sekunde hochgeladen. Und ich denke, es ist klar, dass es schon rein finanziell nicht möglich ist, genug Leute anzustellen, um das wirklich als Person durchzugucken. Selbst auf doppelter Geschwindigkeit nicht und selbst auf 100-facher Geschwindigkeit nicht mal. Oder besser gesagt, für dich und mich ist es logisch, denn wir besitzen etwas, das nennt sich Digitalkompetenz. Die einzige Lösung auch hier sind also wieder Upload-Filter. Und die machen Fehler. Das bedeutet, du lädst ein Video hoch und darfst es nicht veröffentlichen, weil du zum Beispiel über Terrorpropaganda eine Doku machst. Problem: Wie soll denn der Algorithmus wissen, dass du darüber berichtest und nicht nur Propaganda zeigst? Mir scheint manchmal, man denkt sich, dass eine KI einfach nur ein Stück Software ist, was man mal so eben schreibt und naja, einfach so dann einsetzen kann. Doch die Dinger lernen. Das heißt, die brauchen positives Material und negatives Material. Das heißt, die brauchen haufenweise Terrorvideos. Und wenn ich jetzt eine Plattform veröffentliche, woher nehme ich dann Terrorvideos? Es ist ja offensichtlich verboten, welche zu haben. Ja, ich persönlich würde mir auch nicht mal zutrauen, so eine KI zu schreiben. Um es nochmal konkreter zu sagen, ich würde mir nicht zutrauen, eine KI zu schreiben, die Terrorinhalte mit hoher Genauigkeit erkennt. Denn das ist der Knackpunkt. Diese hohe Genauigkeit wird für manche Plattformen wirklich ein Problem. Eine KI hat niemals 100% Erkennungsrate. Dann ist sie kaputt. Wenn sie 100% erkennt, ist sie kaputt. Stellt euch vor, wie wenn ihr diese KI seid. Ihr müsst auch manchmal nochmal nachfragen, wenn ihr zum Beispiel Wörter von mir nicht verstanden habt oder zurückspulen, whatever. So ist das bei einer KI genauso. Und da aber die Plattformen für solche Inhalte haften, und zwar mit viel Geld, sperren sie lieber 100 Videos zu viel, als auch nur 1 zu wenig. Wir haben also auch hier wieder eine Art Zwangszensurmechanismus, wenn man so möchte. Und nochmal zurück. Es gibt ja auch noch die E-Privacy-Verordnung. Da steckt jetzt im Namen E, also Electronic und Privacy. Und das soll quasi ein Add-on zur Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, werden. Und die ist gerade in der Mache. Die DSGVO sollte ja eigentlich dazu führen, dass eure Privatsphäre von Unternehmen vernünftig gewahrt wird. In der Praxis sieht das dann aber eher so aus, dass ein Unternehmen einfach alle Daten, die sie sammeln, da reinschreiben und es ändert sich nicht wirklich irgendwas, weil wir wollen immer noch diese Plattform benutzen und naja, den meisten ist halt egal, was da drin steht. Für Unternehmen ist es aber ein fetter Kostenpunkt. Ich sage nicht, dass die DSGVO falsch ist, ich sage nur, dass es auch als Unternehmer sehr, sehr schwierig ist. Ja? Ich bin aktuell da ziemlich günstig aufgestellt und zahle 200 € pro Monat nur für den Datenschutzbeauftragten. Denn falls sonst irgendwas passiert, also falls aus Versehen irgendwas passiert, ich meine, ich möchte ja zum Beispiel nichts Böses haben, aber jeder macht Fehler und gelegentlich hat man auch durchaus als Betreiber mal angreifbare Software gehostet. Das passiert und das passiert jeden Tag, das kriegt ihr wahrscheinlich durch meine Videos mit. Da ist es dann sehr, sehr teuer und die haften dann für mich sozusagen. Und bei all den Regelungen auf dem neuesten Stand zu bleiben, ist für mich auch quasi unmöglich, wenn ich nebenbei noch irgendwas anderes machen möchte, außer nur die ganze Zeit Datenschutz zu machen. Ja, das Internet war mal so gedacht, dass einfach einzelne Personen sich mal so eben ohne weiteres eine Website erstellen können und die bei sich halt von mir aus im Keller hosten können, also quasi einen Server stehen haben und dort läuft das Ding dann. Heutzutage ist der rechtliche Rattenschwanz ein Fulltime-Job.
Zurück zur E-Privacy-Verordnung. Jetzt waren wir ja ganz kurz Abstecher gemacht zur DSGVO. Hier kommt jetzt noch was obendrauf zur DSGVO. Und zwar, dass nun unter anderem, also das Ding ist riesig, ja, aber unter anderem, weswegen ich es hier auch ansprechen möchte, jegliche Kommunikation überwacht werden muss, weil Schutz vor Kinderschändern. Das heißt, alle Messenger, zumindest laut aktuellem Entwurf, Signal, WhatsApp, E-Mail, Facebook, Telegram, Threema, alles, ja, muss überwacht werden. Das muss von keinem Gericht angeordnet werden, sondern passiert vollautomatisch. Laut Patrick Breyer, der für die Piratenpartei im Europaparlament sitzt, schlägt dieser Filter ganz besonders auf Flirts und Sexting an. Denn das soll ja genau erkannt werden, nur halt gegen Kinder. Die Trefferquote liegt scheinbar bei ca. 14%. Das heißt, von 100 Nachrichten sind 86 Nachrichten von keinem Straftäter. Man kann davon ausgehen, dass solche Verdachtsmeldungen auch direkt bei Einreisen zum Beispiel in andere Länder am Zoll angegeben werden müssen oder einfach automatisch dann gepullt werden und die können sich das durchlesen. Fühlt sich wahrscheinlich sicher ganz, ganz toll an, wenn der Zollbeamte laut vorliest, mit wem du vor circa einem Jahr was hattest und deine jetzige Verlobte rechnet, ob ihr damals schon zusammen wart. Ist ganz sicher ganz toll. Da bleibt doch die Frage, wird's denn wenigstens besser? Bringen diese ganzen Regulierungen irgendwas? Denn ich möchte ja hier mal ganz kurz sagen, natürlich sehe ich das Problem mit Hass, Kinderschändern und Terror. Doch hier kommt's, die Gesetze bringen rein gar nichts. All diese Mechanismen lassen sich aushebeln, sobald man zum Beispiel ein anonymes Smartphone hat oder von Hand verschlüsselt, also einfach mit einer anderen App oder einfach wirklich mit selbstgeschriebenem Code oder aber das Tor-Netzwerk benutzt. Das ist weder Hexenwerk noch illegal, das ist sogar ziemlich leicht und es ist absolut legal. Das ist sogar ein wichtiger Mechanismus, was es da gibt. Und zwar für Journalisten, die verfolgt werden. Es gibt Länder, die haben eine deutlich schlechtere Pressefreiheit als zum Beispiel Deutschland. Und die müssen eine Möglichkeit haben, zu kommunizieren. Denn ja, darüber ist man eben anonym unterwegs und kann so nicht so leicht verfolgt werden. Das ist ja gerade Sinn der Sache. So, jetzt frage ich euch nochmal ganz kurz. Haltet ihr die CDU und die CSU, die die Regierung in dieser gesamten Zeit als stärkste Kraft gebildet haben, wirklich für die digital kompetenteste Partei? Wir machen aber noch weiter. Und zwar, Digitalisierung ist ja nicht nur Überwachung, offensichtlich. Und das ist auch wichtig, dass man das so sieht. Also gebe ich hier mal der Union die Möglichkeit, mit guten Digitalisierungsmaßnahmen wieder wettzumachen, was sie verbockt haben. Dazu schauen wir uns ein Land an, das wirklich weit in der Digitalisierung ist. Estland. Nachdem 1991 Estland von der Sowjetunion unabhängig wurde, wurde deren Regierung direkt komplett digital aufgebaut. Seither wird stetig mehr in den Fortschritt gesteckt und ja, überlegt euch mal, was ihr jetzt alles gerade bei einer Behörde machen müsst. Ausweis beantragen, zum Beispiel Führerschein beantragen, Formulare ausfüllen für Arbeitslosigkeit, Selbstständigkeit, Gewerbe, Erbe, Verkaufen oder Kaufen von Grund, all das geht bei uns natürlich nicht, aber in Estland digital. Es gibt eine Bürger-App, die all das kann. Es gibt einen digitalen Ausweis. Selbst wählen kann man mittlerweile dort digital. Damit wäre auch eine vernünftige direkte Demokratie möglich. Man müsste nicht mehr einfach so jeden Sonntag ins Wahllokal rennen, sondern man könnte einfach sich bequem auf dem Smartphone erstmal informieren und dann abstimmen, was man eben zu den einzelnen Punkten meint. Selbst ummelden bei Umzug könnt ihr in Estland digital machen. Das ist alles erstmal sehr bequem für euch, doch vor allem spart das auch ordentlich Kosten. Und zwar wirklich ordentlich. Denn man muss mittlerweile nichts mehr davon manuell bearbeiten in Estland. Solche Anträge werden automatisiert ausgewertet und es läuft einfach. So, und jetzt fragt ihr euch sicher, aber ist das nicht eine wahnsinnige Überwachung? Ist das wirklich eigentlich sicher? Das kann ich leider nicht beurteilen, ich wohne da nicht, aber es ist zumindest möglich und auch das Ganze sowohl sicher als auch mit Privatsphäre-Schutz zu machen. Denn man muss keine Daten erheben, die man nicht so oder so erheben würde. Bei uns wird das halt per Formular erhoben, dort wird es halt digital erhoben. Im Gegenteil, digitale Unterschriften sind deutlich sicherer als handgeschriebene Unterschriften. Trotzdem ist in Deutschland ein Vertrag gültig, wenn ich da was draufkritzel, aber nicht, wenn ich mit meinem digitalen Schlüssel etwas unterschreibe, was innerhalb von 1000 Jahren nicht knackbar ist. Wo ist da der Sinn, frage ich euch.
Besonders in Zeiten wie diesen, während einer Pandemie, sollten wir Kontakte meiden, wie nie zuvor. Und trotzdem sollte Bildung niemals stagnieren, denn wir wissen, wenn die Bildung mangelhaft ist, hat man in der Zukunft noch viel mehr Probleme. Weniger Jobs, Fortschritt fällt weg, etc. Tja, genau das haben wir mit einer ganzen Generation gerade getan. Alle Schüler und ein Großteil der Studenten leiden aktuell unter den Lernbedingungen. Zum Vergleich, in Dänemark nutzen 97% der Schüler sowieso täglich eine Lernplattform. Das heißt eine Plattform, in der Aufgaben geteilt werden, in der Meetings gemacht werden und wo teilweise auch problemlos Klausuren geschrieben werden können. Ich bin ja selbst Dozent und ich begleite seit 2019 einen digitalen Studiengang in Barcelona. Die Kurse sind exakt solche Kurse wie die ich gratis auf meinem anderen YouTube-Kanal veröffentliche. Also nicht dem hier, sondern The Morphos Tutorials. Doch dazu kommen dann bei der Uni eben einzelne Assignments, also quasi eine Art Abschlussarbeit und einzelne Aufgaben, ein Forum, Live-Webinare, wo man Fragen stellen kann und diskutieren kann. Und das Prinzip funktioniert großartig. Klar, es ist eher für Studenten gedacht, Schüler brauchen häufig und bessere Betreuung, aber gerade diese Betreuung, die man eigentlich als Schüler bräuchte, habe ich in der Schule definitiv nicht erfahren. Bei uns stand ein Lehrer an der Tafel, hat zugespitzt jetzt gesagt etwas angeschrieben, und zwar 45 Minuten lang, vielleicht noch ein paar Aufgaben gegeben, aber einzelne Betreuung war nicht möglich, weil er eben zusätzlich noch den Stoff vermitteln musste. Aktuell brauchen wir digitale Bildung wie nie zuvor. Wir hatten sogar Zeit, einen Plan zu entwickeln zwischen Welle 1 und Welle 2. Doch passiert ist rein gar nichts. Lüften und eine Jacke anziehen, statt Geräte bekommen und zu Hause effektiv in einer gesunden Umgebung zu lernen. Wo ist da die Bildung wirklich digital? Und natürlich, um digitale Bildung oder irgendetwas anderes überhaupt in Anspruch nehmen zu können, ist der Ausbau des Internets wichtig. Was genau heißt das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu messen. Deutschland sieht als gut immer noch schneller als 50 Mbit pro Sekunde an. Das mag reichen für das abendliche Netflix, aber was ist, wenn wir eine Familie haben, wo 2 Kinder gleichzeitig Online-Unterricht haben? Das ist jetzt keine Situation, die mega weit hergeholt ist. Bei Zoom ist hierfür eine Bandbreite von 3 Mbit pro Sekunde empfohlen. Macht 6 Mbit pro Sekunde für beide Kinder. Bei 50 Mbit sollte das ja kein Problem sein, richtig? Auch falsch, denn wenn ich bei Vodafone 50 Mbit bestelle, bekomme ich 50 Mbit pro Sekunde im Download. Im Upload, also Hochladen ins Internet, bekomme ich bei diesem Vertrag 5 Mbit pro Sekunde. Nicht genug für 2 Kinder, die auf Zoom ihren Bildschirm teilen wollen, und das ist wichtig, wenn man Aufgaben irgendwie vergleichen möchte. Man muss die Bildschirme teilen können und dann als Lehrer auch gucken, wo sind die Schüler eigentlich. Das ist wie Heft angucken, das muss man als Schüler machen. Und da sind die Eltern, die häufig auf Konferenzen zu Hause sind, noch nicht mal irgendwie dabei eingerechnet. Der Standard, den man anstreben sollte, wäre mindestens 1 Gigabit pro Sekunde. Eher sogar eigentlich mittlerweile 10 Gigabit pro Sekunde, wie es in anderen Ländern übrigens üblich ist. Das wird mit einer Technologie namens Fiber to the Building, also Glasfaser, erreicht. Das ist in Ländern wie Südkorea oder Japan absoluter Standard. Die haben dort eine Abdeckung, also angeschlossene Haushalte, von über 80%. Deutschland hängt mit 4,7% gnadenlos hinterher. Aber mit 5G, also mobilem Internet, muss man auch mal loben. Wir sind in der Statistik zur Upload-Geschwindigkeit bei 5G auf Platz 6. Allerdings auch hier leider nicht in den Top 10, was Abdeckung oder Verfügbarkeit angeht. Und trotzdem sind wir bei den Verträgen wieder gigantisch im Hintertreffen. Durchschnittlich kostet ein Gigabyte mobiles Internet, im Mobiltarif also, bei uns in Deutschland 3,38 $. Das wird alles auf Dollar umgerechnet, damit man es vergleichen kann. Damit sind wir, was den Preis angeht, auf Platz 155 von 230. Und das, wenn man halt einrechnet, dass Platz 1 das günstigste Land ist und der letzte Platz das teuerste. Und das ist schon ziemlich traurig, wenn man bedenkt, dass Deutschland deutlich enger besiedelt ist als zum Beispiel Russland, welches auf Platz 6 ist. Also die Abdeckung in Russland aufrechtzuerhalten, ist deutlich schwerer. Du brauchst ja viel, viel mehr Masten. In Deutschland brauchst du weniger Masten und trotzdem haben wir eine schlechtere Abdeckung. Übrigens kostet in Israel, dem ersten Platz, das Internet gerade mal 5 Cent pro Gigabyte. Das heißt umgerechnet, ihr bekommt dort für einen 10-Euro-Vertrag, den ihr dort bestellt, 200 Gigabyte mobiles Internet in eurem Vertrag mit.
Doch gibt es hier in Deutschland gute Innovationen im digitalen Bereich? Irgendwas Bahnbrechendes vielleicht? Hier ist es schwer, was Genaues zu sagen. Ich kann nur sagen, es gibt durchaus Förderprogramme. Aber meine Erfahrung mit den Förderprogrammen ist, dass man, wenn man die Zeit zum Arbeiten nutzt, anstatt sich auf das Förderprogramm zu bewerben, dann erreicht man meistens mehr, als wenn man sich dort tatsächlich bewirbt. Die Gelder sind zwar wirklich nicht wenig, also es ist wirklich viel, was man da bekommt für so ein Förderprogramm, aber die Bürokratie macht es fast unmöglich, da was zu bekommen. Speziell zu den Förderungen im Bereich Bildung hat ja Simplicissimus auch schon ein schönes Video gemacht, das das alles genau zeigt, und das ist natürlich wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Die ganzen Auflagen und die nicht vorhandenen Chancen führen am Ende einfach dazu, dass es hier in Deutschland besonders schwer ist, digitalen Fuß zu fassen, gerade im internationalen Vergleich. Eigentlich ist das Thema Umwelt und Digitalisierung ein eigenes Video wert. Und trotzdem will ich hier nur mal ganz kurz anreißen, dass höherer Stromverbrauch nicht zwangsläufig umweltschädlich bedeutet. Wenn Strom durch erneuerbare Energien hergestellt wird, ist das kein Problem. Oder zumindest das aktuell kleinere Übel im Vergleich zu Bürokratie mit Papier und zur Arbeit fahren mit dem Dieselauto. Tatsächlich konnte zum Beispiel Google mit einer KI die Kühlung seiner Serverräume optimieren und dadurch ca. 40% seiner Energiekosten bei der Kühlung einsparen. Aber gut, da möchte ich ein separates Video dazu machen, das hat jetzt nicht unbedingt was mit der CDU/CSU zu tun. Ich sag nur, man kann nicht vorschieben, dass man Digitalisierung nicht macht, weil Umwelt. Das klappt einfach so nicht. Zunächst lasst mich euch nochmal fragen, denkt ihr immer noch, dass die CDU/CSU die Partei mit der größten Ahnung im Bereich Digitalisierung ist? Um ehrlich zu sagen, ich kann nicht sagen, ob die anderen Parteien es wirklich besser können, denn die waren einfach seither noch nicht am Drücker. Doch die Union hat sich auf jeden Fall nicht bewiesen. Um ehrlich zu sein, ich bezweifle, dass eine Person oder eine Partei da kompetent sein kann. Deswegen hier einige Vorschläge, was helfen könnte. Wir brauchen ein Digitalministerium. Eine Person wie Frau Baer alleine als Digitalministerin kann nichts erreichen. Da müssen mehr und vor allem Fachleute hin. Digitale Identitätsverwaltung, gerne auch mit HSMs zum Beispiel auf dem Personalausweis. Digitalisierung des Gesundheitswesens, sodass nicht alles beim ersten Test des Chaos Computer Clubs zusammenfällt. Oder auch E-Governance, die nachhaltig ist. Das braucht alles Fachwissen und Politikwissen. Alles in einer Person zu vereinen, das ist eine viel zu große Aufgabe und muss doch auch nicht sein. Bürokratie muss abgeschafft werden, denn die digitale Welt ist deutlich schneller als alles, was vor 50 Jahren war. Verwaltung, auch Selbstverwaltung, muss effizient sein. Denn heutzutage hat nicht einfach mal jeder so eben den Samstag frei. Ich arbeite zum Beispiel 7 Tage die Woche. Klar, ich bin die Ausnahme, aber auch nur, weil es so wenige Startups in Deutschland gibt. Und nein, das ist nicht gut. Aber ich muss so viel arbeiten, weil die Bürokratie mir so viel Arbeit und Kosten gibt. Das Internet, ich glaube, das ist ein großer Trugschluss, lässt sich nicht bis an die Grenzen von Deutschland kontrollieren und dann kann man es lassen. So funktioniert das nicht. Hier muss man ganzheitlich denken. Wieso ist es legal, einen Server mit Urheberrechtsverletzung in dem eigenen Land zu hosten, in einem anderen aber nicht? Auch als deutscher Bürger kann ich mir dann solch einen Server im Ausland irgendwo mieten. Und im Zweifel stelle ich mir einen Server ins Darknet. Was aktuell passiert, sind viele Regelungen pro Land. Wenn ich nun eine legale Website hosten will, muss ich alle beachten, also jede einzelne Rechtsgebung von jedem Land. Und dann muss ich quasi dadurch einfach in jedem Land sozusagen einen Anwalt haben. Das ist teuer und wahnsinnig ineffizient. Und für Startups nicht bzw. kaum möglich. Wenn mir egal ist, wie legal mein Inhalt eigentlich ist, miete ich mir einfach irgendeinen Server in irgendeinem fernen Land und fertig. In dem Sinne ist es einfacher, illegal unterwegs zu sein, als legal. Und das kann und sollte nicht Realität sein oder bleiben. Gigabit-Ausbau muss außerdem so schnell gemacht werden, wie nur irgendwie möglich. Also wirklich, so schnell wie möglich. Nicht bis 2025 sind wir so und so weit und dann wird es doch wieder aufgeschoben. Nein, ich meine damit sofort, so schnell wie möglich, sofort alles da reinstecken. Außerdem muss das Internet natürlich neutral bleiben. Kein Stream-On-Paket sollte erlauben, dass YouTube oder Netflix plötzlich gratis im Vertrag drin sind. Das zeigt doch nur, dass wir die Infrastruktur haben, um diese Daten zu geben, aber die Preise künstlich hochgehalten werden.
Außerdem drückt das den Wettbewerb. Überlegt euch nur mal, ich würde Morphflix gründen, ja, mein Content, den ihr auf eurem Smartphone gucken könnt. Ihr könntet aber meinen Content nicht auf eurem Smartphone über den Mobiltarif gucken, weil ich keinen Vertrag mit der Telekom habe, weil ich dafür Millionen bezahlen muss. Das heißt, ihr könnt meinen Content nicht konsumieren, das heißt, ich habe im Wettbewerb Nachteile. Das gilt natürlich jetzt nur exemplarisch für mich, das gilt für jeden. Da kann der Wettbewerb ja einfach nicht mehr funktionieren, also das ist halt das Problem dabei. Auch DNS-Sperren sind ein absolutes No-Go. Die müssen absolut gerichtlich gemacht werden und selbst da ist es schwierig zu sagen, was ist eigentlich legal und was ist illegal. Ein gewisser Teil ist immer noch eigene Arbeit. Genauso läuft es eigentlich mit Upload-Filtern. Wie sollen kleine Unternehmen das machen? YouTube hat mehrere Millionen für die Entwicklung gezahlt und deren Filter sind nicht perfekt. Und kommt mir jetzt nicht damit, dass man erst nach 3 Jahren in dieses Artikel 17 Dingens reinfällt. Die Gründung für meinen YouTube-Kanal ist deutlich länger als 3 Jahre her. Das heißt noch lange nicht, dass ich auf meiner Plattform Upload-Filter installieren kann oder weiß, wie ich das machen könnte. Um gegen die ganzen sinnfreien Gesetze zu demonstrieren, haben sich zu Corona-Zeiten jetzt tatsächlich einige Aktivisten und Aktivistinnen von Save the Internet online versammelt, um zu demonstrieren. In Minecraft. Und wie mir Thomas von Save the Internet versichert hat, das kommt tatsächlich sogar in der Regierungsebene an. Er sagt, eure Teilnahme an der Gesetzgebung kann durchaus funktionieren. Ruft eure Politikerinnen und Politiker an. Geht hin, wenn Corona wieder besser ist natürlich, und redet mit ihnen. Oder schreibt eine E-Mail. Schreibt ihnen, was euch stört. Es hört sich vielleicht komisch an, aber gebt ihnen das Fachwissen, das ihnen halt einfach fehlt. Nicht jeder kann alles wissen, nicht jeder hat Informatik studiert. Jeder macht mal Fehler, aber die, die lernresistent sind, also die, die nicht lernen wollen, sind die, die wirklich dumm sind. Und ich denke nicht, dass sie alle so sind, offensichtlich. Und ja, die Demonstrationen gegen Artikel 13 zu ignorieren, das wird ihnen gerade zum Verhängnis. Und wir können jetzt einfach dafür auch zu unserem Hashtag nie mehr CDU stehen, das geht schon. Doch auch die, die danach kommen, egal ob wieder dieselben oder andere, werden nicht alles übers Internet wissen. Deshalb ist auch hier Kommunikation so wichtig wie nie. Redet darüber, auch mit euren Großeltern und warum es wichtig für euch ist. Viele verstehen es tatsächlich. Lasst uns gemeinsam die Vorteile des Internets nutzen und die Vernetzung zu unserem Fortschritt machen, anstatt es zu unserem Untergang durch Deepfakes oder Hate Speech zu machen. Aus diesem Grund findet ihr natürlich in der Beschreibung auch eine Seite, wo ihr euren Abgeordneten finden könnt. Schreibt eine freundliche E-Mail bitte zu dem Thema, das euch am meisten beschäftigt hat, und zu guter Letzt bitte teilt dieses Video, denn meine Reichweite ist nicht so groß, wie sie sein müsste, um so ein wichtiges Thema anzusprechen. Doch, ja, wusstet ihr, dass auch dafür das Internet übrigens super ist? Der berühmte Facebook-Graph zeigt, dass jeder einzelne Mensch auf Facebook über 7 Ecken mit jedem anderen vernetzt ist. Das heißt, ihr seid auf 7 Ecken mit Mark Zuckerberg oder mit Bill Gates vernetzt oder mit wem auch immer. Seither ist unsere Vernetzung übrigens sogar noch gestiegen. Das heißt, wenn jeder, der dieses Video sieht, es allen seinen Kontakten empfiehlt, ist es bald im Bundestag angekommen. Daher danke dafür. So, und jetzt viel Spaß beim Diskutieren in den Kommentaren. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.